Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute befinden wir uns auf dem Server W27 international, ja, auf dem Battlemage Server, wo ich hier natürlich auch mein Battlemage spiele. Und hier sind wir aus einem ganz bestimmten Grund, denn ich zeige euch, was der Battlemage nachher so im Late Game drauf hat, was ja PvP, Gildenfights und so weiter angeht. Denn ich habe es in den letzten Videos schon erwähnt, wir als W27 sind ja der Battlemage-Server quasi, also für die, die es nicht wussten, auf dem Server hier ist der Battlemage damals released worden, der ist hier erschienen und deswegen gibt es hier demzufolge natürlich auch sehr viele Battlemages auf dem Server. So, und wie wir wissen, ist der Battlemage nachher im PvP-Bereich sehr, sehr stark, ja. Und im Late Game rastet der Battlemage sowieso aus. So, und das ist halt der Vorteil von dieser Klasse. Und deswegen sind ja hier auch mit die stärksten Battlemages, die es bisher so in Shakes and Fidget gibt, weil es halt die ersten Battlemages sind, die hier erstellt worden sind. So, ne? Weil, wie gesagt, das ist der Release-Server von dem Kampfmagier. Ne? Und wir als Gilde haben hier sehr, sehr viele krasse Battlemages in der Gilde drin, natürlich. Und natürlich überwiegt auch der Großteil der Spieler, ne, mit dieser Klasse. Und ja, umso mehr Battlemages, ja, ne, ist es ja fast so, umso besser ist man nachher im PvP-Bereich so, ne? Und deswegen sind die Gilden hier natürlich auch PvP-Late-Game sehr, sehr stark. Und jetzt fängt es so langsam an, dass der Kampfmagier so ein bisschen ins Late-Game kommt. So, die ersten haben hier Stufe 500 mit ihm geknackt. Ich bin jetzt auch bald hier Stufe 500 mit meinem Battlemage, ja. Habe jetzt hier kürzlich auch die 50.000 auf Ausdauer geknackt, also ist auch auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, habe hier noch, zu wenig Gold, das stimmt hier irgendwas nicht. Ich habe hier bisher immer noch so auf Erfahrung gespielt gehabt, ja, fange jetzt aber auch wirklich so langsam an, auf Gold zu switchen. Das heißt, ich werde auch nochmal PvP-technisch deutlich stärker werden. Und ich habe für mich so herausgefunden, da das ja mein zweiter Account ist, den ich auf 500 spiele, habe ich so ein bisschen für mich, aber das ist halt nur mein eigenes, reines Empfinden, so für mich herausgefunden, ab wann ich so anfange auf Gold zu switchen. So, auf meinem Main habe ich das deutlich zu spät gemacht. Hier bin ich ja jetzt mittlerweile 560. Und hier habe ich angefangen auf Gold zu spielen, ich glaube so mit 520 so ungefähr. Ich habe hier noch sehr lange auf Erfahrung gespielt, ne? Und ja, im Nachhinein wäre es halt vielleicht PvP-technisch gesehen klüger, auf Gold zu switchen. Hier ist mir so aufgefallen, ist es relativ klug, also nicht klug, es muss halt jeder für sich selbst wissen. Wollt ihr gut im PvP sein, geht ihr auf Gold. Wollt ihr ein schönes hohes Level haben, ist das euch wichtig, dann geht ihr halt auf Erfahrung so. Ne? Das muss jeder für sich selbst irgendwie ausmachen. Manche fangen schon an, nachdem die XP-Kurve abflacht, also mit 393, fangen manche schon an auf Gold zu gehen. Das ist mir persönlich zu früh. Ja, mit über 500 ist mir zu spät. Ich finde so eine gute Balance, wo man anfangen sollte auf Gold zu gehen, ist so zwischen 450 und ich habe jetzt hier angefangen mit 480. Also 480 muss ich sagen, ist für mich so, ja, da fängt es jetzt so langsam an, da werden die XP-Quests immer ein bisschen schlechter noch so. Bisher habe ich immer noch mal so eine ab und zu so eine Quest gehabt, wo noch so richtig viel Erfahrung mit zwischendurch dabei war. Deswegen bin ich hier teilweise immer noch auf Erfahrung gegangen, aber so, ja, die Gold-Events habe ich natürlich schon alle auf Gold gespielt, das ist klar. Und jetzt fange ich dann wirklich so an und mit 480 habe ich auch schon so angefangen auf Gold zu gehen. Lohnt sich aus meiner Sicht dann doch nachher. Ne? Also 480 finde ich für mich persönlich, wie gesagt, ist ein eigenes Empfinden. Ne? Muss man, wie gesagt, jeder selbst mit sich ausmachen. Eine ganz gute Stufe, um auf Gold zu switchen. So, ne? Wie gesagt, ne, also ja, das ist halt, kann ich euch keine Ratschläge geben, das müsst ihr halt selbst wissen, was ihr macht, ne, weil halt immer wieder Leute fragen, ab wann, wie soll man spielen, ab wann soll man auf Gold gehen und so weiter, die Frage kann ich euch nicht abnehmen. Ja, gut, aber wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema, W27 und wie wir hier dastehen mit unserer Gilde. Ich bin ja jetzt mittlerweile bei Black Bull in der Gilde, die jetzt auch den Server hier sehr stark anführt und auch in der Ehrenhalle sehen wir, Black Bull ist hier sehr krass am Dominieren. Und wenn wir mal einen Blick in die Gilde werfen, dann sehen wir auch, haben wir natürlich sehr viele starke Battlemages drin, aber nicht nur Battlemages, wir haben hier auch noch sehr viele Krieger in der Gilde und
sehr, sehr viele Assassinen nachher auch und ein paar Magier haben wir dazwischen auch. Ne? Und wie ihr natürlich wissen solltet, der Battle Mage ist mit Abstand die stärkste Late-Game-Klasse im PvP-Bereich. So, ne? Mit Abstand, mit weiten Abstand. Aber dicht gefolgt nach dem Battle Mage kommt auch schon der Krieger natürlich, ne? Und der Assassine. Soll im Late Game auch ziemlich heftig sein. Durch seine 2 Waffen hat er halt auch einen konstanten Schaden und wird halt im PvP-Bereich im Late Game wohl auch ziemlich krass eskalieren. Und wie ihr seht, haben wir eine sehr gute Balance. Die Magier sind natürlich auch nie verkehrt so, ne? Später im PvP können die auch gut abreißen. Aber wir haben hier so eine gewisse Balance auf jeden Fall drin von den ganzen Klassen. Ne? Also wir haben hier nicht nur Battle Mages drin, wäre auch nicht so gut für eine starke Gilde. Also wir haben hier eine gute Balance zwischen sehr vielen krassen Late-Game-Klassen. Zumal dem Battle Mage, die Krieger, die sehr stark sind im Late-Game und die Assassinen, die auch ausrasten im Late-Game. Ne? Und das ist auf jeden Fall sehr gut und quasi prädestiniert dafür, dass wir es sehr weit bringen können als Gilde in der internationalen Ehrenhalle. Also wir gehen mal hier auf die internationale, nicht Helden, sondern auf die Gilden-Ehrenhalle. Und wenn wir jetzt hier mal runter scrollen, dann wird uns gleich auffallen, wenn wir auf unsere Gilde stoßen, aha, hier ist Black Bull. Wir sind hier auf W27, ja. Und das ist natürlich, ja, an der Zahl kann man natürlich so festmachen, wann welcher Server so gestartet ist und wie man in der Platzierung steht. Wenn wir jetzt mal hier ein bisschen weiter hochschauen, 2 Plätze über uns ist schon W4. Ja, das heißt, wir haben mit W27 schon W4 fast eingeholt. Hier unten haben wir zum Beispiel W3. Die sind deutlich schwächer. Deswegen sind die weiter unten und wir haben, wie gesagt, jetzt schon bald hier auch W4 eingeholt. Hier haben wir zum Beispiel W23, die haben wir auch schon überholt und das ist halt ein sehr gutes Zeichen, dass wir, ne, das ist halt aufgrund des Battle Mages, da das die Klasse ist, oder der Server ist, wo die Klasse erschienen ist. Und das ist halt ein sehr krasses Zeichen, dass wir als Gilde zu einiges imstande sein werden, hier in der internationalen Gilden-Ehrenhalle. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo die Reise mit dieser Gilde noch so hinführen wird. Ich denke mal, wir werden, umso länger wir spielen werden, noch ziemlich viele Plätze gut machen. Ne, wir können uns mal den aktuellen Kampf anschauen. Ich weiß jetzt nicht, gegen wen wir spielen. Ne, da kann man ja mal immer gucken hier. Und ja, das ist auf jeden Fall dadurch, dass wir halt auch eine gute Balance haben zwischen diesen ganzen Late-Game-Klassen und halt den Vorteil von dem Battle Mage, sind wir halt im PvP-Bereich wirklich sehr heftig unterwegs. So, und das Gute ist halt auch, in der internationalen Ehrenhalle sind ja nur die Top-Gilden drin, ne? Und in den Top-Gilden, das sind meistens Gilden, die schon ein bisschen länger spielen, so, ne? Natürlich, die lange spielen, werden belohnt, Ausdauer wird belohnt und die kommen dann irgendwann in die internationale Ehrenhalle. Ne? Und das Gute ist halt, an den ganzen Gilden, die schon lange hier auf dem Markt sind, so, da sind halt auch noch sehr viele Late-Game-Klassen drin, weil früher gab es halt nur die 3 Standardklassen, so Krieger, Kundschafter und Magier. Und die Krieger sind halt die es nachher rausreißen im PvP-Bereich. Ne? Die Kundschafter sind zwar auch gut, Magier auch, aber die Krieger sind halt wirklich am Eskalieren so im Late-Game-Bereich, ne? Im PvP. Und da haben wir als Battle Mage-Gilde halt auch noch einen ziemlich krassen Vorteil gegenüber diesen Leuten, also und diesen alten Gilden, weil der Battle Mage halt der direkte Counter zum Krieger darstellt. Also ein Krieger hat halt ziemlich hart zu knappern gegen einen Battle Mage. So, und das ist natürlich sehr gut. Auch nochmal ein sehr guter Vorteil für uns als Battle Mage Gilde, da wir halt so eine alten Gilden noch besser auseinandernehmen können, weil da halt dann meistens so eine Krieger halt drinne sind, ne? Die halt wirklich stark im PvP sind, aber halt eben nicht gegen die Battle Mages so sehr viel machen. Ne? Was ein weiterer Vorteil ist, dass wir hier als Gilde noch ziemlich weit kommen können. Ne? Und deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt. Und das motiviert mich auch weiter hier auf diesem Server zu spielen. Ne? Weil wir hier halt so krassen Progress machen in der internationalen Ehrenhalle. Ne? Dass es halt Spaß macht, hier zuzuschauen. So, wir sind jetzt hier als Black Bull gegen diese Amelinium. Ne? Und wie ihr seht,
sind die schon beim 50. und wir sind gerade erstmal beim 36. jetzt hier. Mal schauen. Jetzt kommen da noch ein paar gute anscheinend. Ne? Die letzten sind ja die stärksten immer. Ne? Da schauen wir mal. Ja, und bei mir ist es da nachher schon, hier ist schon Schluss. So, ne? Da sind halt noch sehr starke Magier noch mit dabei, aber die kriegen halt hier auch auf den Sack. So, da haben wir das Ding schon geritzt. Ne? Und wir sind halt hier als W27-Gilde ziemlich hart am Grinden auf jeden Fall, dass wir ja mit unserer PvP Battle Mage Gilde hier ziemlich gute Karten haben, uns noch sehr weit nach oben zu spielen. Und ich bin gespannt, wie weit unsere Reise hier noch gehen wird. Ne? Wie hoch wir noch kommen mit dieser Gilde, weil wir ja, wie gesagt, die stärksten Battle Mages hier drin haben. Ne? Und ja, da wir halt das Privileg haben, dass der Server ist, wo die Klasse released worden ist und die jetzt so langsam ins Late Game kommt, können wir halt hier mit Gilden mithalten, die schon deutlich älter sind. Ne? Ich wiederhole nochmal, wir haben hier schon W3 hinter uns gelassen, W4 liegen 2 Server vor uns. Ne? Und wir sind hier auf jeden Fall am Durchrasieren in der Ehrenhalle. Und dadurch, dass halt hier auch alle noch aktiv sind und wirklich jeden Tag am Spielen sind, so, ne, haben wir halt eine sehr aktive Gilde. Wir sind halt sehr gut am Start, gut aufgestellt. Und bin ich auf jeden Fall gespannt und werde euch da auch auf dem Laufenden halten, wie es hier mit der Gilde weiter geht. Ne? Und ja, dadurch, dass ich ja jetzt auch langsam anfange, hier auf Gold zu gehen, anstatt Erfahrung, steige ich natürlich im PvP-Bereich auch nochmal ein bisschen höher, denke ich mal, mit der Zeit. Und deswegen, das kann auf jeden Fall für die internationale Ehrenhalle auch nicht schaden. Gut, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, ne, dass das nicht nur irgend so ein Hin- und Her-Gerede ist mit dem Battle Mage, dass der so stark ist im Late Game, im PvP. Ja, das ist auf jeden Fall das beste Beispiel so. Ne, man kann sich halt, wie gesagt, an den anderen Gilden orientieren, wo die stehen, wann die gestartet sind und in welcher Zeit man die überholt hat. Ne? Und wenn man sieht halt hier, dass hier unten ein W3 ist, hier über uns ist es ein W4 und wir sind hier W27, da liegt halt schon eine Zeit dazwischen. So, ne? Und die Gilden haben wir jetzt halt hier schon eingeholt. So, ne? Und deswegen bin ich gespannt, wie weit wir noch hier kommen werden. Wir werden auf jeden Fall weiter durchziehen. Ne? Und das soll es dann soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.